Heute geht es um die Frage, wie unterrichte ich kindgerecht? Ich freue mich, dass du dabei bist. Hier siehst du Beispiele, wie Kinder lernen können. Welches ist für dich eine kindgerechte Form und welche nicht? Warum ist das so? Bitte überlege dir das kurz für einen Moment. Durch genaue Beobachtung und Reflexion kam ich zu meinen Erkenntnissen. Dabei habe ich am meisten von den Kindern selbst gelernt. Begonnen hat alles, als ich selbst ein Kind war, denn ich habe es geliebt, in diese Spielwelten einzutauchen und mich darin zu vertiefen. Als Schülerin habe ich das Spiel sehr vermisst und ich habe es nicht verstanden, wieso der Lehrer mir die Dinge so kompliziert erklärt, wenn es mir doch meine Freundin viel einfacher erklären konnte. Als Studentin musste ich sehr viele Dinge auswendig lernen und ich hatte die Sehnsucht, selber denken zu dürfen. Als Primarlehrerin beschäftigte mich die Frage der Individualität, denn wenn man 25 Kinder in einem Klassenzimmer hat, ist es eine große Herausforderung, jedem Kind gerecht zu werden. Und als Vikarin habe ich überall in allen Schulen die Vor- und Nachteile gesehen, aber dennoch beschäftigten sie oftmals ähnliche Probleme. Als Lehrerin an einer Privatschule habe ich Erfahrung gemacht mit dem natürlichen und abstrakten Lernen. Als Mama fokussierte ich mich auf die Bedürfnisse des Kindes und habe dabei das echte Lernen entdeckt. Als Begabungsförderungslehrperson konnte ich Kinder in eigenen Projekten begleiten und habe erkannt, dass das nicht immer eine einfache Aufgabe ist, auch wenn die Kinder immens viel dabei lernen können. Als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache habe ich mich gefragt, wie ich das Lernen möglichst nachhaltig und effizient gestalten kann. Denn wenn ein Kind mit keinen Deutschkenntnissen in die Schule geht, ist das Lernen natürlich zentral. Als Gründerin der Wunderlaterne beschäftige ich mich mit der Frage, wie ich die Lernwelten erschaffen kann, sodass natürliches, nachhaltiges und freudvolles Lernen ermöglicht wird. In diesem Video schauen wir uns den Beginn des Lernens an. Darauf folgt der Lernfrust und wie wir darauf reagieren können. Anschließend besprechen wir, warum Kinder nicht gerne in der Schule lernen. Wir schauen genau hin, was für Bedürfnisse ein Kind hat und wie das mit dem schulischen Lernen übereinstimmt. Zum Schluss geht es um die Umsetzung und was für Unterstützung du dabei bekommen kannst. Auf den Fotos siehst du, wie ein Kind in natürlichen Situationen lernt. Überlege dir nun, was machen diese Situationen aus? Wie lernt das Kind hier und warum? Beim ersten Bild sieht man, dass der Lerngegenstand mit allen Sinnen erfasst werden möchte. Und beim zweiten kann man das Kind beobachten, wie es selbst ausprobieren möchte und selbst zur Lösung finden will, wie es das Wissen auch selber entdecken möchte. Und beim nächsten Bild sieht man, wie das Kind einen Gegenstand erforscht. Und zwar so, wie es das Kind gerade möchte und nicht, wie es der Erwachsene tun würde. So werden auch schon mal Dinge zweckentfremdet und das ist okay. Wichtig für ein Kind ist auch das gemeinsame Lernen, und zwar sowohl mit Erwachsenen als auch mit Gleichaltrigen. Beim Ordnungsbild sieht man, dass jedes Kind die eigene Ordnung hat, die eigene Logik und das auch gerne so ausüben möchte. Und beim letzten Bild wird sichtbar, wie wichtig das Nachspielen ist, gerade auch für die Verarbeitung der Lerninhalte. Lernen ist ein natürliches Grundbedürfnis eines jeden Kindes und es ist schlussendlich der Antrieb, dass es seine Fähigkeiten entwickelt. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Lernfreude zu ermöglichen und nicht zu verhindern. Was, wenn uns das aber nicht gelingt? Wie reagieren wir, wenn das Kind keine Lust aufs Lernen hat?
Was für Gedanken, Ängste und Sorgen tauchen in uns selbst auf und wie lautet unsere Antwort? Du musst aber wäre eine Variante. Wir reagieren mit Stress und Druck auf die Situation. Wir halten vielleicht eine Moralpredigt, erinnern das Kind daran, dass es Noten und Zeugnisse gibt oder finden andere Wege, Belohnung und Bestrafung auszuüben. Wenn wir so reagieren, dann beherrscht uns unsere eigene Not. Und es kann funktionieren beim Kind, nicht bei jedem, aber bei einigen. Die Frage ist nur, wie funktioniert es und was löst es beim Kind aus? Eine andere Variante wäre, warum? Für diese Offenheit muss man aber das eigene Ego kurzerhand einmal pausieren können, damit man sich überhaupt auf dieses Warum einlassen kann. Innere Faktoren für diese Lernunlust könnten sein, dass das Kind vielleicht einfach müde ist oder hungrig oder durstig. Was auch möglich ist, ist, dass das Kind Angst hat, Angst zu versagen, Angst dumm zu sein oder andere Sachen. Es können auch ungünstige Überzeugungen der Grund dafür sein, wie beispielsweise Lernen nützt sowieso nichts. Es gibt aber auch äußere Faktoren, die da reinspielen können. Da wären zum Beispiel die Mitschüler, die man beeindrucken möchte. Man möchte vielleicht selbst nicht als Streber dastehen. Oder man hat eine schlechte Beziehung zur Lehrperson, eine Beziehung, die einfach nicht harmoniert. Es gibt aber auch noch die Variante, dass einem Kind lediglich die Didaktik nicht gefällt, also wie unterrichtet wird. Wenn wir es schaffen, uns auf diese Warum-Frage einzulassen, dann lassen wir uns von unserem Forschergeist leiten und können wunderbare Antworten entdecken. Als ich an der Privatschule unterrichtete, erhielt ich von meinen Schülern ehrliche Feedbacks. Ich erkannte, dass Kinder in kleinen Gruppen viel authentischer sind als in großen Klassen und lernte das zu schätzen. Eines Tages sagte ein Erstklässler zu mir, ich will die Buchstaben ja lernen, aber nicht so, denn so ist es langweilig. Und nachdem ich mein betuchtes Ego beruhigt hatte, konnte ich mich meiner Forschung öffnen. Und ich nahm die Perspektive des Kindes ein und betrachtete das Lernen in der Schule. In der Schule geht es häufig um ein Abarbeiten. Es gibt Unmengen an Arbeitsblättern, manchmal auch in Form von Werkstätten oder Wochenplänen, aber die schriftliche Arbeit ist wirklich sehr groß und das auch schon bei Erstklässlern. Arbeitsblätter sind aber sehr abstrakt. Sie sind nicht lebendig, sie sind starr und sie engen ein. Aber der Glaube bei uns Erwachsenen sitzt sehr tief, dass man mit einem Arbeitsblatt automatisch etwas lernt und dass es der einzige Weg ist, wie man richtig lernt. Und das gilt es zu hinterfragen. Die Notwendigkeit einer Aufgabe macht oftmals Sinn für die Lehrperson, weil es vielleicht zum Üben dient oder zur Wissenskontrolle. Aber für das Kind selbst bleibt die Notwendigkeit oft ein Fragezeichen. Beim Beispiel der Schönschrift wird das erkennbar. Für die Lehrperson macht das Sinn, dass das Kind den neuen Buchstaben x-fach schreibt, damit es den Bewegungsablauf automatisiert und sich auf die Form richtig fokussiert. Aber für das Kind macht es wenig Sinn, denn es denkt sich, ja, ich kenne diesen Buchstaben doch schon. Warum muss ich ihn denn jetzt 100-mal schreiben? Ein Kind wünscht sich eigene sinnliche Erfahrungen. Und das wird bei den Buchstaben beispielsweise gemacht, indem man Buchstaben bastelt, mit Nudeln aufs Blatt aufklebt oder in den Sand malt. Aber was, wenn man bei dieser natürlichen eigenen Erfahrung weitergehen würde? Was, wenn man den Kindern unterhaltsame Merkaufgaben stellen würde, sodass es notwendig wird, Wissen aufzuschreiben, also dass die Kinder selbst entdecken, dass Schrift notwendig werden kann. Und das könnten die Kinder dann gleich ausprobieren oder auch noch eigene Schriften erfinden beispielsweise.
Ein natürlicher, lebendiger Rahmen fehlt oftmals. Das auch bei den Buchstaben. Schön wäre es doch, wenn man eine Art Buchstabenland kreieren könnte, in das man eintaucht und dort mit dem Kind gemeinsam auf Entdeckungsreise geht. Die Magie fehlt ebenfalls. Es ist oftmals so, dass die Lehrer den Schülern Antworten ungefragt aufzwingen und die Schüler gar nie das Bedürfnis entwickeln, etwas wissen zu wollen. Und ich finde, da dürfen die Lehrer wirklich geheimnisvoller werden und geheimnisvoller mit dem Wissen umgehen, sodass es einfach spannender wird fürs Kind und es wirklich auch etwas wissen möchte. Das kann man zum beispielsweise mit Rätsel, aber einfach auch nur, indem man eine Spannung aufbaut, bevor man das Wissen präsentiert. Wissen wird oftmals isoliert geübt in der Schule und in der Realität ist Wissen immer verbunden mit dem Ganzen. Und wenn man ein Detail betrachtet, dann müssen auch die Verbindungen beleuchtet werden. Und hierbei kann das Hinterfragen oder das Philosophieren sehr dienlich sein. In diesem Fall könnte man die Kinder an die Frage heranführen, ja, was sind denn die Vorteile einer Lautschrift im Vergleich zu einer Wortschrift? Und mit ihnen das genauer erarbeiten. Während der Beobachtung meiner Tochter entdeckte ich ihre natürlichen Lernbedürfnisse. Ich glaube, dass sich diese Bedürfnisse im Laufe des Lebens nicht wesentlich verändern. Und deshalb schauen wir uns diese genauer an. Ein Kind fragt sehr oft, warum ist das so? Und wenn wir uns die Zeit nehmen und diese Frage in Ruhe beantworten, dann hört das Kind auch sehr aufmerksam zu. Wenn wir diese Frage hingegen immer wieder ignorieren oder abtun, dann wird es irgendwann aufhören, diese Frage zu stellen. Selbstbestimmung. Ich will, das Kind möchte selber bestimmen, was es tut, wann es tut, wie und so weiter. Und das gilt es dabei zu berücksichtigen oder auch das Kind mitbestimmen zu lassen. Es liebt es, Dinge zu beobachten. Und Kinder sind wirklich wahnsinnig tolle Beobachter. Sie schauen sich alles bis ins kleinste Detail an und machen das dann auch sehr gerne nach, ob im Spiel oder im Gespräch, je nachdem. Handlungsorientierung. Ein Kind will etwas selber tun. Es will nicht nur zuschauen. Es will nicht hören, wie es das machen muss. Es will es selbst herausfinden. Das Spiel ist sehr zentral für ein Kind und im Spiel verarbeitet das Kind die Realität und die Erlebnisse und somit auch das Lernen. Es möchte Spaß haben, es möchte sich nicht zu Tode langweilen, es will Unterhaltsames erleben. Es möchte das in der Gemeinschaft tun und nicht immer nur für sich alleine. Es möchte Unterstützung oder einfach auch mal einen Freund oder eine Freundin, die das Gleiche macht. Das Kind möchte selbst kreativ werden und schöpfen, sich selber ausdrücken. Das sind einige der Bedürfnisse eines Kindes. Als Lehrer steht man oft in einem Spannungsfeld zwischen verschiedenen Polen. Es stellt sich die Frage, wie ist es denn nun richtig, so oder so? Entscheidet man sich für ein Arbeitsblatt oder für eine offene Aufgabe? Orientiert man sich am Lehrplan oder an den Bedürfnissen des Kindes? Geht man in Richtung der Abstraktion oder der Realität? Was ist der richtige Weg? Und aus meiner Perspektive gibt es bei allem Vor- und Nachteile. Wenn man eine Balance schafft, kann man von beiden Polen die Vorteile nutzen. Wenn man sich nur für eine Seite entscheidet, verpasst man die andere. Und schlussendlich ist es Aufgabe der Schule, das Kind auf einen Platz in der Gesellschaft vorzubereiten. Und dafür muss sich ein Kind sowohl selbst behaupten können, als auch in eine Gesellschaft integrieren. Gegensätze können vereint werden, was wir am folgenden Beispiel Realität und Abstraktion genauer betrachten. Wenn ein Kind ein Tier in der Natur beobachtet, hat das Vorteile.
Es lernt ganz natürlich durch die Beobachtung. Es beginnt selber Fragen zu stellen, wie beispielsweise, was macht das Tier da und warum? Es verleitet das Kind zum Nachahmen oder auch zum Nachspielen der Situationen. Und oftmals möchte es etwas Eigenes erschaffen, wie beispielsweise ein, ein Häuschen für das Tier oder etwas anderes. Das natürliche Lernen hat den Vorteil, dass es echte Motivation hervorruft. Wie sieht es auf der abstrakten Ebene aus? Wenn das Kind ein Arbeitsblatt über ein Tier löst, hat das ebenfalls Vorteile. Es bekommt Wissen vermittelt, es lenkt den Fokus auf ein Detail, es übt spezifische Inhalte und auch der Lernweg ist überprüfbar. Der Vorteil also von der abstrakten Ebene ist die Strukturierung, was das Wissen wesentlich erweitert. Die Vereinigung ist möglich, wenn man beide Pole anerkennt und als gleichwertig betrachtet. Wenn man abwechselt zwischen ihnen und sie so miteinander verbindet, werden sie eine echt starke Einheit. Möchte man das im normalen Unterricht anwenden, stellt sich aber schnell die Frage, ja, wie kann ich denn diese reale Erfahrung ermöglichen? Und das ist je nach Thema sehr schwierig. Man denke da mal ans Thema Delfin. Aber dafür gibt es eine Lösung, und zwar die Simulation. In der Simulation wird die Realität simuliert und das mit einer Geschichte oder mit einem Spiel. Eigene Erfahrungen und Beobachtungen können trotzdem gemacht werden. Und darauf gehe ich nun näher ein. Wie eine solche Simulation konkret umgesetzt werden kann, zeige ich dir mit dem Eichhörnchen. Ich gehe gleich genauer auf diese drei Formen ein. Auf das Rollensportspiel, auf die Sachgeschichte und auf das Sachspiel. Beim Rollensportspiel sind die Kinder in der Sporthalle und verwandeln sich in Eichhörnchen. Gemeinsam erschafft man die Eichhörnchenwelt, wobei Reifen zu Bäumen werden und aus Matten Nester gebaut werden. Im Freispiel erkunden die Kinder dann die Welt und später kommen Feinde dazu und das Freispiel wechselt dann zum Fangen. Das Kind erlebt die Eichhörnchenwelt mit dem eigenen Körper in einer simulierten Umgebung und viel passives Wissen wird bereits aufgenommen. Eine Sachgeschichte ist eine richtige Geschichte, in die viel Wissen unauffällig integriert wurde. Sie wird zudem liebevoll illustriert, genauso wie bei einem Bilderbuch. Zu jedem Unterthema gibt es ein passendes Kapitel, in dem der Wissensinhalt beleuchtet und gleich anhand von einem konkreten Beispiel natürlich erlebt wird. Das sind Unterthemen wie Futter, Feinde oder auch das Nest. Es ist also kein isolierter Informationstext, sondern es ist eine durchgehende Geschichte. Ich lese euch hier einen Ausschnitt davon vor. Die ganze Eichhörnchenfamilie mit Mama und den 3 Jungtieren schlafen gemütlich in ihrem Nest. Früh morgens wachen sie auf, trinken Milch bei der Mama und kuscheln nochmals ein bisschen. Rauna und Zoni liegen auf Mamas weißem Bauch und Ixi hat sich Mamas buschigen Schwanz als Decke genommen. Hier sieht man auch fett gedruckt, was für Sachinformationen in diesem Ausschnitt integriert wurden. Beim Sachspiel ist es ähnlich wie bei der Sachgeschichte. In diesem Fall ist es ein Brettspiel, bei dem es sowohl um Spaß als auch um Wissen geht. Bei Lernspielen ist es leider häufig so, dass das Lernen so sehr im Fokus steht, dass es dem Kind keinen Spaß mehr macht. Und Kinder haben mir schon oft gesagt, ja, das ist ja gar kein richtiges Spiel. Und das soll hiermit vermieden werden. Bei diesem Spiel geht es darum, dass man sich selbst in die Rolle eines Eichhörnchens aus der Geschichte begibt und selbst ein Leben startet.
Auf dem Spielfeld gibt es Nusskarten, was positive oder negative Ereignisse sein können, wie beispielsweise Mama zeigt euch, wo es Nüsse gibt, jeder Spieler bekommt eine Nuss. Es gibt aber auch Fragekarten, da geht es ums Wissen. Da muss ein Kind die Frage beantworten, wie viele Schlupflöcher hat ein Kobel, und falls es jetzt die Antwort nicht weiß, hat es verschiedene Optionen, die dem Kind dann weiterhelfen. Das Ziel von diesem Spiel ist es, möglichst viele Nüsse zu gewinnen. Nun kehren wir zurück zu der Anfangsfrage: Wie unterrichte ich kindgerecht? Welche Punkte gibt es dabei zu beachten? Als erstes versuchen wir den Kindern Lernwelten zu eröffnen, in die sie eintauchen können. Realität und Abstraktion vereinen wir anerkennend, und wo es nicht möglich ist, die Realität zu besuchen oder zu erleben, kann die Simulation helfen. Man versucht, eigene Beobachtungen und Handlungen zu ermöglichen, sodass das Kind wirklich selbst auch aktiv werden kann. Und man achtet darauf, echte Aufgaben zu kreieren, die sowohl für den Lehrer als auch für das Kind Sinn machen. Das Wissen wird geheimnisvoll präsentiert. Man versucht, die Kinder zu Fragen zu animieren, sodass sie das Wissen wirklich wissen wollen, bevor man ihnen die Antwort gibt. Die Lerninhalte sollen mit Spaß nachgespielt werden können, um das Wissen wirklich zu vertiefen. Und die Kinder möchten gerne ihre eigenen Ideen verwirklichen, und das sollte man auch ermöglichen, ob jetzt alleine oder zu zweit oder in der Gruppe. Natürlich gibt es noch andere Punkte, das jetzt einfach mal die Punkte von unserem Vortrag. Vielleicht denkst du jetzt, das klingt ja alles schön und gut, aber für das fehlt mir die Zeit. Ich bin gut ausgelastet als Lehrer, Lehrerin, und ich möchte Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen, und Hobbys gibt es ja auch noch. Ja, genau so ging es mir auch, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, mich nur noch mit der Umsetzung dessen zu beschäftigen, und habe die Wunderlaterne gegründet. Mein Angebot an dich: Ich bereite alles für dich vor und du kannst es gleich direkt anwenden. Was für Produkte entwickelt die Wunderlaterne? Das sind Lernmaterialien für die Unterstufe, also für die 1. bis 3. Klasse in den Fachbereichen Deutsch, Mathematik und NMG. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es möglicherweise auch Unterlagen für den DATS, Englisch oder Französischunterricht geben. Weiter gibt es noch Wettbewerbe zur Förderung der offenen und projektorientierten Aufgaben. Infos dazu findest du immer auf der Homepage. Weitere Projekte sind in Planung, wie beispielsweise Lernberatung, weitere Videos oder Online-Kurse. Aber ich befinde mich noch im Aufbau, und deshalb ist noch nicht alles beendet. Was hat eigentlich der Name Wunderlaterne mit Lehrmaterial zu tun? Es geht darum, dass man mit der Laterne eine neue Welt entdecken soll, und zwar eine Welt voll von Wundern. Ich möchte das Lernen wieder zurück zum Ursprung führen und natürliches, freudvolles und nachhaltiges Lernen ermöglichen, auf das Lernen zum Abenteuer wird. Wie geht es nun weiter? Besuche die Homepage und schaue dir die vorhandenen Lehrmaterialien an. Du kannst auch den Newsletter abonnieren, das jeweils auf der Homepage ganz unten in der Fußzeile. Melde dich auch übers Kontaktformular, wenn du Wünsche, Fragen, Anliegen oder auch ein Feedback hast. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Folge mir auf Social Media. Ich bin auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Erzähle auch ganz altmodisch deinen Lehrerkollegen davon und verbreite so die Wunder. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen abenteuerlichen Unterricht.